Gnade sei mit euch in Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Propheten Jesaja im 29. Kapitel. Wir lesen dort: Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden, und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Zu der Zeit werden die Tauben hören und die Worte des Buches, und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen, und die Elenden werden Freude haben an dem Herrn, und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem heiligen Israel. Und es wird ein Ende haben, mit den Tyrannen und mit den Spottern wird es aus sein. Und es werden vertilgt werden alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten, welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurechtweist, ein Tor und beugen durch Lügen das Recht des Unschuldigen. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Hause Jakob. Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Und wenn sie sehen werden die Werke meiner Hände, seine Kinder in ihrer Mitte, werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen. Und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, als ich diese Worte, die heute unser Predigtext sind, mir anschaute, da war ich richtig froh und dankbar für diese Worte, weil sie mich herausgeführt haben aus dem Kreislauf meiner Gedanken, die doch gerade in den letzten Tagen mit mancher Sorge beschäftigt waren. Meine Gedanken waren beschäftigt mit dem, was wahrscheinlich auch Sie beschäftigt hat, was Tyrannen dieser Welt an Unheil anrichten oder an scheinbarem Unheil vorbereiten. Meine Gedanken waren beschäftigt, wie uns das Unheil so nahe gekommen ist im Rumänen hier. Schießereien, jede Woche beinahe. Und dann das Unverständliche, das damit einherkommt, dass die da schießen und die da Opfer sind, keiner Sagten tun. Ihre Familien decken sie ab. Viele sind da, wie man im Radio hören darf, die mehr wissen. Keiner Sagten tun. Obwohl Unheil und Tod greifbar nahe sind, ganz nah. Es tut gut, sich in bewegten Zeiten mit Texten zu beschäftigen, wie wir sie heute als Predigtext gehört haben. Es tut uns gut, uns mit diesem Text nicht nur zu beschäftigen, sondern sie zu lesen, über sie nachzudenken und sie zu verinnerlichen. Es ist wichtig, dass wir auch die Stimme der Hoffnung hören, gerade in bewegten Zeiten. Es sähe trostlos für uns aus, wenn wir nicht die Stimme Gottes hätten, der uns versichert, dass nichts so bleibt, wie es ist und dass er diese Welt nicht verloren gibt, dass die Möglichkeit besteht und auch wahrgenommen wird, dass die, wie es heißt im Predigtext, die Irren im Geist, die werden Verstand annehmen. Das kann auch uns betreffen. Vielleicht sind wir auch Menschen, die irgendwo irren und sind eingeladen von diesem Text zur Umkehr, Verstand anzunehmen. Und die murren, so der Prophet, werden sich belehren lassen. Offensichtlich ist auch das ein Zeichen der Gegenwart Gottes in unserem Leben, in unserer Welt, dass die murren, sich belehren lassen. Ich verstehe das ebenfalls als eine ganz persönliche Einladung. Dieser Bibeltext, Jesaja 29, beginnend mit dem 17. Vers, ist ein Hoffnungsschimmer für jeden,
der Ohren hat zu hören und der nicht taub geworden ist für eine Botschaft und Wahrheit, die uns im Grunde unseres Lebens ansprechen will. Nicht oberflächlich, sondern im Grunde unseres Lebens, unserer Seele und unserem Herzen. Betrachten wir uns die Botschaft des Jesaja, dieses großen Propheten, wie er sie vor 2500 Jahren ausgerichtet hat. Schauen wir drauf, wie er Hoffnung wecken will in seinem Volk. Es ist eine Hoffnungspredigt, die wir gehört haben. Und diese Hoffnungspredigt geht in eine Richtung, die wir heute vielleicht mit dem Wort beschreiben würden: ökologische Erneuerung. Er spricht davon, was mit dem Land geschieht. Es soll wieder bewaldet werden. Das Land soll fruchtbar sein. Fruchtbares Land und Wald. Diese Hoffnung gibt er dem Volk Israels. Das sind Worte, die beschreiben nicht nur eine Hoffnung von gestern, sondern sie sprechen auch zu uns heute. Und vielleicht werden Sie jetzt denken, ich habe es ein bisschen verdreht mit dem Text, aber ich mache das absichtlich. Ich mache das absichtlich, dass ich jetzt ein wenig über den Wald rede. Denn das Wort Wald ist ein für uns auch viel besetztes Wort. Und für das Volk Israel war es in gleicher Weise. Deshalb nimmt er dieses Bild, der Prophet. Wald, wie gesagt, ein viel besetztes Wort. Seit der Romantik, seit der Zeit der Romantik haben wir Deutschen ein besonderes Verhältnis zum Wald. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, sehr empfehlenswert. Unser Wald, 3 Folgen, leicht zu finden an ZDF in der Mediathek. Wunderbar, was uns da vom Wald erzählt wird. Wald heißt doch nicht nur Holz und Harz und Nutzeffekt. Wald heißt auch Sauerstoff, Schatten, Grundwasser, Wohnung für Wild und Vögel. Wald heißt Ruhe und Atem holen für die Menschen. Deshalb freue ich mich, dass der Prophet auch vom Walde spricht, der wachsen soll. Wald ist wunderbarer Lebensraum. Man hat das Gefühl, wenn man Jesaja liest, die ersten Verse vom heutigen Text, dass der Wald höher geschätzt wird als fruchtbares Land. Wir haben unsere Erfahrungen mit dem Wald. Jeder, der hier in der Kirche sitzt, weiß, warum Wald wichtig ist. Wir leben das immer wieder, was der Wald für uns ist. Aber wir wissen auch, wir Menschen können so sein und uns so benehmen, dass in unserer Nähe, wo der Mensch lebt, kein Gras mehr wächst und auch kein Baum. Das ist auch ein Teil von uns. Dass da, wo der Mensch lebt, arbeitet, wächst manchmal kein Gras mehr und kein Baum. Und so könnte ich sagen, ein einfacher biblischer Hoffnungssatz, abgeleitet von Jesaja, könnte vielleicht so formuliert werden: Es soll Wald werden. Und Sie spüren, was ich damit meine, wenn ich sage, Gott möchte, dass Wald wird. Gott möchte, dass Leben existiert, Leben weitergeht auf dieser Erde, was er uns auch zugesagt hat. Wir sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze. Und ich denke, diese Einladung, die Jesaja ausspricht, ist gut für uns zu hören, umzudenken in Richtung Wald, den ich als Synonym für Leben verstehe. Umzudenken in unserer betonbestimmten Welt. Ich bin verärgert darüber, zu sehen, wie in unserer Stadt Vancouver ein Baum nach dem anderen gefällt wird. Ich will Sie jetzt nicht mit Statistiken belästigen, die Sie selber im Internet finden. Wie viel weniger Bäume wir haben, seit ich hierher gezogen bin, in dieser Stadt. Bäume, die den Developern zum Opfer fallen und ihren Handlangern im Bürgermeisteramt von Vancouver. Wer vom Propheten Jesaja erwartet oder von seinen Kollegen, dass Jesaja uns etwas erzählt über die Rettung der Wälder, der ist mit Sicherheit
auf dem falschen Weg. Jesaja will nicht sprechen von der Rettung der Wälder und Gehölze. Er benutzt das als ein Sinnbild. Jesaja gräbt viel tiefer. Er bleibt nicht an der Oberfläche. Unser Bibelwort greift tiefer. Ein ganz anderer Bereich kommt hier zur Sprache. Eine hoffentliche Veränderung in der Natur hat etwas zu tun mit einer hoffentlichen Veränderung im Denken des Menschen. Und da greift Jesaja an, weil er genau weiß, der Mensch muss eingeladen werden zur Umkehr. Um es direkter zu sagen, wer Natur schützen will und Lebensraum erhalten möchte, dessen Aufmerksamkeit muss sich auf den Menschen richten. Und deshalb spricht Jesaja den Menschen an. Der Prophet macht es so. Seine Hoffnung heißt fruchtbares Land und Wald. So steht es am Anfang unseres Predigtextes. Das ist seine Hoffnung, indem er dieses Bild benutzt und es sich auch meint, dass sein Volk fruchtbares Land hat. Das braucht man für die Landwirtschaft, um die Ernährung zu sichern, und dass man Wald hat. Das ist seine Hoffnung. Sein Nachdenken gilt aber den Menschen. An die wendet er sich. 3 Typen von Menschen weiß er zu unterscheiden. Er nennt sie die Tauben, die Tyrannen und dann die dritte Gruppe, die Elenden und die Armen. Wer sind die Tauben und Blinden? Die logische Antwort heißt, Tauben und Blinde sind Menschen, die entweder nichts hören oder nichts sehen. Um herauszubekommen, wie es zu dem Verlust von Hören und Sehen kommt, ist es wohl gut, bei sich selber einmal nachzufragen, wo geschieht das und wie geschieht das, dass mich meine Sinne trügen und dass die hohe Kunst in mir entwickelt wird, Dinge zu überhören und zu übersehen. Wie geschieht das? Dass wir einfach Dinge übersehen, überhören und wir taub und blind sind. Ein paar Fingerzeige, die nicht neu sind, um diese Dunkelheit schlagartig zu erhellen. Ich sage das mal so. Ich bin blind und taub für vieles, weil ich dauernd beschäftigt bin. Dann geht mir vieles. Entschuldigung. Ich bin blind und taub, weil ich dauernd beschäftigt bin. Mein Smartphone lässt mich einfach nicht in Ruhe. Ich bin Gefangener meines Telefons. Ich bin im Netz gefangen. Ich bin im Netz gefangen. Man sollte denken, man ist dann besser informiert und aktiver. Ich weiß es nicht. Ich lese genau wie Sie die Zeitung und höre die Nachrichten. Fernsehen tue ich selten, eigentlich gar nicht. Ab und zu im Internet. Und wenn es nicht das Smartphone ist, dann bin ich immer wieder mit mir beschäftigt. Mit meinem Haus, meinem Hof, meinem Garten. Ich bin ständig von irgendwas in Anspruch genommen. Und ich habe überlegt, bei meiner Aufzählung hier soll ich die Familie mit dazu zählen. Und da habe ich gedacht, naja, da kommt es in heißes Wasser. Aber manchmal ist es auch so, dass die Familie uns ständig in Anspruch nimmt. Wir sollen natürlich auch für die Familie da sein. Sie wissen oder spüren vielleicht, wo ich hier die Balance suche. Und weil wir ständig beschäftigt sind und kontrolliert von außen, von irgendwelchen Geräten und Sachen, deshalb bleibt keine Zeit für Gott oder gar das, was um mich herum passiert. Ich weiß, gilt nicht für jeden. Ich beschreibe das hier einfach mal so. Und oftmals werde ich erst munter,
wenn das Wasser förmlich an der Schwelle meiner Tür steht. Und dann merke ich erst, Mensch, mein Nachbar ist ja schon fast untergegangen. Ich habe es gar nicht gemerkt, weil ich immer so beschäftigt war, dass da einer am Untergehen ist. Und sicher habe ich jetzt in meiner Beschreibung hier das ein bisschen übertrieben. Ich habe es aber absichtlich übertrieben, um die Konturen klar werden zu lassen von diesem Vergleich. Aber wer Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, der weiß, die Richtung der Beschreibung, die ich hier versucht habe, stimmt. Nun fangen wir Menschen leicht an, resigniert zu fragen, ja, und was sollen wir machen? Was soll geschehen? Jesaja zeigt es deutlich an, indem er darüber nachdenkt, wo würde Gott zu handeln beginnen? Wo würde er ansetzen, um die Gesellschaft in seinem Sinne, in Gottes Sinne zu revolutionieren? Wo würde Gott ansetzen? Und dabei stoßen wir im Blick auf unseren Text auf eine merkwürdige These. Er würde die real existierende Gesellschaft, ihre Strukturen und Verhältnisse nicht zerschlagen, so wie es die Revolutionäre machen. Das ist nicht der Plan Gottes und das kann man auch bei Jesaja nicht lesen. Er würde die existierenden Verhältnisse nicht zerschlagen oder kippen oder sonst was auf den Kopf stellen, sondern, so Jesaja im Namen Gottes, er sagt, erneuern ist angesagt. Und das beginnt mit der Erneuerung unserer Sinne. Durch Eingriffe und Arbeit auf folgenden Feldern kann die Erneuerung passieren. Jesaja sagt, Verbreitung der Schrift, also Bibel lesen, predigen, zuhören, Antworten im Gebet. Verbreitung der Schrift und ihrer Erkenntnis. Als zweites führt er auf Zuwendung zu den Armen der Menschheit. Durchsetzung der Menschenrechte, vor allem auf dem Gebiet des Rechts. Das sind 3 Arbeitsfelder, die Jesaja benannt, und er hat mehr als 2000 Jahre vor uns gelebt. Aber diese Arbeitsfelder der Gesellschaft, liebe Gemeinde, die sind geblieben. Ansätze für unsere Arbeit. Das gilt für uns ganz persönlich, aber auch für die Kirche, für die Kirchgemeinde. Und meine Aufgabe heute in der Predigt sehe ich darin, dafür zu sensibilisieren, in der Hoffnung, dass Gottes Wort uns auch dann leitet, wenn es um unsere Verantwortung in der Gesellschaft geht. In meinem Wohngebiet, in meiner Stadt, in der Art und Weise, wie ich selber lebe und wie ich mit dem umgehe, was Gott mir anvertraut hat, zur treuen Bewahrung. Der letzte Teil der Predigt, liebe Gemeinde, spätestens Umweltkatastrophen, wie momentan in Texas, Waldbrände in BC, Fluten, die wir hatten in Deutschland und in den Prärieprovinzen, spätestens diese Dinge zeigen uns, dass der Umweltschutz, die Ökologie, das sind ganz persönliche Fragen, die betreffen uns. Auch wenn wir nicht in Texas wohnen, sie betreffen uns ganz unmittelbar. Wir haben die Waldbrände in BC, jeder weiß, wie die entstehen, wie das zusammen, was für ökologische Zusammenhänge es da gibt. Wir dürfen dann nicht zu den blinden Tauben gehören. Das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Jeder kann zum Erhalt beitragen. Jeder. Und das ist altersunabhängig. Ob ich 83 bin, 16, 64 oder 35. Jeder kann dazu beitragen. Das heißt Recycling, Wasserverbrauch und Konsumverhalten. Und das ist nicht, wie gesagt, altersabhängig. Ich muss nicht der Grünen Partei beitreten und Transparente schwingen über die Straßen laufen. Ich muss aber auch nicht alle 3 Jahre eine neue Kücheneinrichtung kaufen oder die Küche erneuern lassen, wenn die alte noch schön und gut ist.
Durch die Änderung unseres Konsumverhaltens können wir, so denke ich, manchmal mehr erreichen als durch jede andere Sache. Ich kontrolliere mein Konsumverhalten. Und unser Konsumverhalten ist eines der Hauptgründe, dass wir die Probleme haben, wo wir heute stehen. Ich entscheide, ob ich meine gute Küche durch die nächste neue nach 3 Jahren ersetze, obwohl die andere noch 30 Jahre halten wird. Gott heiligen heißt für mich auch, das als heilig zu erkennen, was er uns anvertraut hat. Und das ist seine Schöpfung. Ja, diese Erde, alles Lebende. Und auf dieser Erde stehen wir auch. Und Gott hat alles Lebende, wie wir aus dem Schöpfungsbericht kennen, Gott hat alles Lebende gesegnet. Mit anderen Worten, Gott selber hat sich so mit dem Lebenden verbunden und begegnet uns dadurch in allem, was lebt, weil er eben das Lebende gesegnet hat. Und nicht zuletzt dadurch sind wir zu einer Achtsamkeit im Umgang mit allem Lebenden ermahnt. Und die Kirche hat auch falsch gelegen, wenn sie durch die Jahrhunderte hindurch den Eindruck vermittelt hat, der Mensch sei der Mittelpunkt der Schöpfung. Der Mensch ist nicht im Mittelpunkt der Schöpfung. Nicht der Mensch ist der Mittelpunkt der Schöpfung, sondern das Leben, an dem wir teilhaben. Der Mensch ist Teil des gottgeschaffenen Lebens. Alles hat einen gottgegebenen Zusammenhang. Und wenn wir daran, an diesen gottgegebenen Zusammenhängen zu viel rumdoktern, gerät unser Leben aus der gottgegebenen Balance. Denn alles war sehr gut. So verstehe ich den Schöpfungsbericht. Nicht der Mensch ist die Krone der Schöpfung, sondern der Sabbat Gottes ist es. Wo auch wir zur Ruhe kommen sollen, um Verbindung mit Gott zu suchen und unser Leben zu erneuern. Wir Menschen sind, wie alle anderen Erdgeschöpfe, eingeladen, am Leben teilzuhaben. Kurz, es ist gute biblische Tradition, dass wir nicht, jeder, es ist gute biblische Tradition, dass wir erdverbundene Geschöpfe sind. Erdverbundene Geschöpfe. Wir sind und bleiben erdverbunden. Und darum sagt Jesaja, lasst uns diese Erde erhalten. Diese Erde und die neue Erde, von der Jesaja spricht, auf der Gerechtigkeit wohnt, das ist die wahre Heimat der Menschen. Ich weiß, viele denken, es gibt keinen Gott oder hat sich von dieser Welt abgewandt. Zu solchen Enttäuschten spricht Jesaja, der Prophet, mit den Worten, die uns heute erreichen wollen. Ich lese noch einmal vom Anfang des Textes. Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden, und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches, und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen, und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn, und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem heiligen Israel. Denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein. Und sie werden vertilgt werden, alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten. Jesaja konnte dieses Bild schauen, weil Gott ihm die Augen dafür geöffnet hat. Jesaja weiß, dass Gott sein Volk selbst dann nicht im Stich lässt, wenn es sich gegen ihn wendet. Und darum kommt er mit diesem schönen Bild. Und Sie haben es gemerkt, ich kehre zum Anfang zurück der Predigt. Mich haben auch die Worte angesprochen, dass Tyrannen und Spötter dort keinen Platz finden werden.
So ist es mein Wunsch für uns, dass diese Worte uns einen Weg zeigen, einen Weg zur Umkehr, dass sie uns ansprechen, trösten, aber auch an unsere Verantwortung ermahnen. Wir sind unvollkommen, wir sind nicht fertig. Und darum spricht Jesaja in dieser Weise zu den Menschen. Er sagt, Gott weiß, dass ihr nicht fertig seid, Gott arbeitet an euch. Und wir nennen das in der Sprache der Kirche in Bibel Umkehr. Diese permanente Einladung zur Umkehr. Mensch, ich weiß, wie du bist, aber ich weiß auch, was aus dir werden kann, wenn du umkehrst, so sagt Gott zu uns heute. Ein Tauber kann dann zum Hörenden werden, ein Blinder sieht, Elende und Arme haben wieder Freude am Herrn und Tyrannen und Spötter, für die wird kein Platz sein. So wünsche ich Ihnen, dass dieses Bild der Hoffnung, das Jesaja uns hier vor Augen geführt hat, dass es Sie begleitet hinein in diese Woche. Der Friede des Herrn, welcher höher ist in aller Vernunft, bewahre euer Herz und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns jetzt gemeinsam singen, während wir unser Dankopfer einsammeln.